Moin da und herzlich willkommen zu diesem weiteren kleinen Video. Heute geht es um eine Firma, die mich enttäuscht und gleichzeitig so glücklich macht. Es geht um Nintendo. Wie immer. Ich meine, warum sage ich das überhaupt noch? Was zur Hölle? Ich dachte mir so, wo jetzt ein neues wunderschönes Jahr anfängt, könnte es doch auch einfach mal neue Wege für Nintendo geben. Und die möchte ich euch jetzt allen einfach mal predikten. Und zwar so akkurat wie möglich natürlich, weil ich Business Insider Infos habe und mein Onkel bei Nintendo arbeitet und ich deshalb euch das gesamte Jahr 2019 quasi auf dem Silbertablett servieren kann. Definitiv, also ja. Was soll ich sagen? Ich werde jetzt einfach mal versuchen 2019 zu predikten und es wird 100% akkurat und ich werde total richtig liegen. Von daher nehmt das hier eigentlich als Leaks und nicht als Predictions, denn sind wir mal ehrlich, so, also ich kann hier gar nicht falsch liegen. So, ist klar. So vor allem so eine Firma wie Nintendo, die, keine Ahnung, die ist jetzt auch nicht so schwierig zu predikten. Die ist jetzt so, die macht ja nie, was sie will und schmeißt irgendwelche Konzepte über den Haufen, so, ne? Muss man ja dazu sagen, also das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich meine, die letzten paar Jahre hatten wir eine Direct im Januar und wird es wahrscheinlich dieses Jahr wieder eine geben, ne? Denke ich, meine ich. Ich meine, die letzten paar Jahre hatten wir eine Direct im Januar und wird es wahrscheinlich dieses Jahr wieder eine geben, ne? Denke ich. Okay, also ich gehe jetzt einfach mal das Jahr durch und werde jetzt quasi pro Monat sagen, was für eine Direct oder ob da eine Direct ist. Dann werde ich sagen, welche Spiele rauskommen, vielleicht ein bisschen noch was ich mir zu den Spielen denke, was da ja am wahrscheinlichsten ist, was da drin passiert und überhaupt, welche Spiele am wahrscheinlichsten sind diesen Monat zu erscheinen. Außerdem ist dazu gesagt, ich werde mich jetzt weniger um den 3DS kümmern, denn ich denke 2019 wird so ungefähr das letzte Jahr sein, in dem Nintendo irgendwelche Spiele für dieses Ding rausbringt. Und selbst das finde ich schon viel zu spät, aber hey, das liegt ja nicht in meiner Gewalt, sondern, naja, in der von Nintendo. Also von daher, naja. Und gleichzeitig will ich auch Third Party jetzt nicht so wirklich ansprechen. Vielleicht irgendwelche großen Titel, aber habe ich mir jetzt tatsächlich auch gar nichts so aufgeschrieben. Von daher werden wir da wahrscheinlich bei First Party Titeln von Nintendo bleiben. Was ich dazu sagen muss, Nintendo macht es einem dieses Jahr tatsächlich wirklich ein bisschen einfacher als in anderen Jahren. Denn ich habe das Gefühl, das ist so eine Sinuskurve, sagen wir es so. Es gibt so 2017, 18, 19. So, und davor ging es halt quasi auch so weiter. Es war immer ein gutes Jahr, dann kam ein schlechtes Jahr, dann wieder ein gutes Jahr, dann wieder ein schlechtes Jahr. Und ich würde einfach mal, also meine Meinung würde ich sagen, 2018 ist eher das etwas schwächere Jahr gewesen. Und ich meine, es gibt doch schon 3000 Ankündigungen, die wir haben, so von daher 2019 würde ich einfach mal behaupten. Ich meine, es kommt Yoshi's Crafted World, es kommt Metroid, es kommt Bayonetta, es kommt Animal Crossing, es kommt fucking Animal Crossing. So, ich meine, bald erscheint einfach Peach Simulator, aka Mario Bros. U Deluxe. So, ich meine, wie sollte ein Jahr besser starten als mit so einem Spiel? Was erwartet man noch? Fangen wir im Januar an. Außer dem Release von New Super Mario Bros. U Deluxe gibt es, denke ich jetzt einfach mal, auch wenn wir ja eben gerade gesehen haben, dass Miyamoto das Ganze gelöscht hat, eine Nintendo Direct. Und zwar die einzige vor der E3 dieses Jahr, weil ich denke, dass die Releases in der ersten Hälfte des Jahres etwas knapper sein werden als in der zweiten. Naja, dafür haben wir aber in dieser Direct ein paar schöne Ankündigungen. Angefangen mit Yoshi's Crafted World, was wahrscheinlich im März erscheinen wird. Hey Leute, hier ist der Zukunftsmika aus der Redaktion, der gerade das Video schneidet. Yoshi's Crafted World wurde im März angekündigt. Easy. Okay, erste Prediction richtig. 29. März kommt das Spiel raus, von daher geil. Weiter geht's. Ja, es gab da so ein paar Rumors im Netz und deswegen dachte ich mir, okay, Yoshi kommt im März. Da stand ja Frühling 2019 und ich denke, man kann so gut damit anfangen. Weiterhin wird das neue Fire Emblem im April erscheinen und Daemon X Machina im Juni. Das Ganze wird abgerundet mit ein bisschen Joker-Gameplay für Super Smash Bros. Ultimate und der Ankündigung von Crash Bandicoot. Ich weiß nicht, warum mich dieser Gedanke nicht verlässt, aber ich kann mir einfach Crash ultra gut als Charakter vorstellen, den es in Smash Bros. Gibt. So einfach, weil die Insane Trilogy für die Switch erschienen ist und Reggie ja gesagt hat, dass diese DLC-Charaktere einfach, naja, nicht so Nintendo-like sind. Von daher denke ich, das ist auf jeden Fall möglich und es wird auf jeden Fall kommen. Gleichzeitig wird in dieser Direct aber noch etwas sehr Besonderes angekündigt. Und zwar eine Super Mario Galaxy Collection im Mai.
Für 40 € bekommt man hier die beiden Super Mario Galaxy Teile für die Wii in HD, Full HD auf der Nintendo Switch. Ich glaube nicht daran, dass wir dieses Jahr Virtual Console noch bekommen, weil, fucking Nintendo. So, ich denke trotzdem, dass diese Emulation, wie sie auf dem Nvidia Shield getestet worden ist in China, trotzdem auf der Switch einen Nutzen findet. Und ich denke, Super Mario Galaxy 1 und 2 ist ein guter Nutzen. Und deshalb denke ich, dass wir sowas dieses Jahr sehen könnten. Als kleinen Einblick in das nächste Halbjahr kündigt Nintendo aber auch ein Super Mario Odyssey DLC an, verrät dazu aber noch nicht viel und möchte das Ganze wahrscheinlich für die E3 aufbewahren. Der Februar wird für Nintendo ein bisschen ruhiger. Wir kriegen erst Joker in Smash und dann ist noch die erste Nindies Showcase, die leider einen neuen Moderator braucht, weil der erste bei Nintendo gekündigt hat. Ich fand ihn so toll. Im März kommt dann das erste große First-Party-Spiel von Nintendo dieses Jahr raus, und zwar Yoshi's Crafted World. Und ich muss sagen, ich bin echt hyped, weil Yoshi's Woolly World war echt gut und dieses Spiel wird bestimmt genauso gut, wenn nicht besser oder keine Ahnung. Ist auf jeden Fall echt nice. Anfang April wird es eine neue Pokémon Direct geben, die uns mehr über das sagenumwogene Pokémon für die Switch gibt. Und zwar kein Let's Go Teil, sondern diesmal ein komplett neues Spiel. Und ich muss sagen, an dieses Spiel habe ich wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen. Ich erwarte tatsächlich sowas wie ein Open World Pokémon, was nicht wie die 3DS-Teile ist, sondern wirklich eigentlich eine komplett neue Basis hat und neue Maßstäbe setzt für das Spiel. Denn es müssen wirklich ein paar Traditionen gebrochen werden. Das Spiel hängt sich viel zu sehr daran auf und das finde ich tatsächlich mittlerweile relativ schade. Und ja, so ich kann mich auf jeden Fall damit anfreunden, dass das Kampfsystem das gleiche bleibt wie bei den alten Spielen. Aber der Rest, den kann man wirklich einfach mal komplett überarbeiten und das wirklich zu so einer Experience machen, wo man sich denkt so, wow, das ist mal geil. So, das wünsche ich mir einfach für Pokémon. Denn die ganzen Teile für den 3DS waren tatsächlich so, okay, das ist ein Pokémon-Spiel, wie ich es auf dem DS hatte, bloß und schön. Und ja, also die 1, 2 Neuerungen, die da waren, ich weiß nicht, die haben mich nicht überzeugt. Aber der Switch-Teil wird viele Menschen, glaube ich, überzeugen, nachdem die erste Welle von Hate kommt, weil das ist immer bei einem Pokémon-Spiel so. Aber naja, das zweite, was im April passieren wird der Release von Fire Emblem Three Houses sein. Und ich würde euch gerne mehr darüber erzählen, aber ich habe keinen blassen Schimmer von Fire Emblem. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, also wäre mal was für die Streams, aber deshalb, ja, ich weiß nicht, ich kann mich da jetzt nicht so 100%ig drauf freuen, weil, keine Ahnung. Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal kaufen. Es wird schön, wenn es definitiv im April rauskommt. Im April sehen wir eine weitere Nindie-Showcase für den Sommer und Crash erscheint in Smash Bros. Des Weiteren kommt die Super Mario Galaxy Collection für die Switch raus. Und viele Leute werden sich über den Preis aufregen, weil es ist ein Wii-Spiel. Aber naja, Nintendo ist halt gerade bei der Switch so, dass sie total überteuerte Ports rausbringen. Aber ich denke, das wird auch hier so sein. Trotzdem wird sich das Spiel gut verkaufen und es wird der erste Schritt sein, um mehr Wii-Spiele auf der Switch zu emulieren. Dann im Juni aber lässt Nintendo die Bombe platzen und neben Daemon Ex Machina kommt die jährliche E3 Direct. In dieser Direct haut Nintendo richtig raus und kündigt erstmal an, dass im Juli schon SNES-Spiele im Nintendo Online verfügbar sein werden. Außerdem erscheint das neue Yokai Watch 4 weltweit im August. Auch im August erscheinen wird Conker. Microsoft hat ja gesagt, dass sie die Rechte der Charaktere von Rare gerne an Nintendo weitergeben für Smash Bros. Sie müssten nur fragen. Von daher denke ich, dass in diesem DLC das mehrmals getan wird und als ersten Charakter würden sie Conker rausbringen. Weiterhin wird in dieser Direct ein neues The Legend of Zelda angekündigt. Und ich bin ein Vertreter von Skyward Sword HD. Ich weiß nicht warum, aber selbst wenn irgendwie Nintendo sagt, ja, nee, nicht so ganz, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, warum IG auch nur mal da irgendwie so eine Kacke erzählen soll. Von daher bin ich dafür, dass Skyward Sword HD im September für die Nintendo Switch erscheint. Außerdem wird Luigi's Mansion 3 für den Oktober angekündigt und wir kriegen neues Gameplay. Zu Halloween rum. Ich meine, es gibt einfach keinen besseren Zeitpunkt. Das erklärt sich, glaube ich, von selber. Des Weiteren bekommen wir Infos zu den Super Mario Odyssey DLCs. Es werden 2 erscheinen. Eins im Juli und es wird ein komplettes Remake von den Stages aus Super Mario 64 werden. Und das zweite DLC wird im Oktober zum Jubiläum des Spiels erscheinen und wird komplett neue Stages beinhalten. Ich muss sagen, so ein bisschen ist ein Super Mario 64 Remake in Super Mario Odyssey auch mein persönlicher Traum und deswegen ist es jetzt auch in dieser Liste so ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich würde es einfach ultra feiern. Und ich halte es sogar gar nicht mal für unrealistisch, denn dieses Open-World-Spiel, das hat ja auch eigentlich seine Wurzeln einfach bei Mario 64. Und Back to the Roots ist ja irgendwie so ein bisschen Nintendos Motto bei der Switch. Und deswegen denke ich,
dass ein Super Mario 64 in HD gar nicht mal so unwahrscheinlich wäre. Außerdem denke ich, dass es sich sehr gut verkaufen wird, denn wer möchte bitte nicht einmal Super Mario 64 komplett in HD spielen? Die Level und Missionen bleiben dabei aber nicht komplett gleich wie im normalen Super Mario 64, sondern werden auf die wunderbaren Funktionen von Cappy angepasst und es gibt viel mehr neue Sterne. Am Ende der Direct wird der Bildschirm schwarz und jeder denkt, die Direct sei vorbei. Doch einen letzten Teaser bekommen wir noch, und zwar zum Metroid Prime 4, welches leider 2020 erscheint und nicht wie zu den Wünschen vieler Fans noch im Winter 2019. Doch das ist den meisten egal, denn das Spiel sieht so cool aus und dieser Trailer ist so geil, dass alle das vergessen und so sind so, boah, das will ich spielen, und dann ist alles geil und alle freuen sich. Und ja, das wird dann die Nintendo E3-Präsentation. Ne? Im Juli geht es dann auch schon los. Mit der E3 Direct hat Nintendo den Grundstein gelegt für das zweite Halbjahr 2019 und es wird Bombe. Es fängt an mit dem Super Mario Odyssey DLC, des gesamten Super Mario 64 Remakes, und alle werden sich das kaufen, es wird unheimlich viel Geld machen. Und ja, auch die SNES-Spiele werden im Nintendo Online-Abonnement verfügbar sein und am Anfang werden 10 Spiele die Runde machen, welche mit monatlichen Updates erweitert werden. Nach dem sehr erfolgreichen Juli folgt ein etwas dürrer August. Es erscheint kein First-Party-Spiel von Nintendo, dafür Yokai Watch 4, was ja auch mittlerweile eine sehr große Fanbase hat, und Conker erscheint in Smash Bros. Im September dieses Jahres werden sich viele Zelda-Fans freuen, denn Skyward Sword HD wird für die Nintendo Switch erscheinen. Ich auf der anderen Seite bin ein bisschen pissed auf Nintendo, weil sie das nicht früher angekündigt haben. Dann hätte ich diese ganzen Streams um Skyward Sword gar nicht gemacht, sondern hätte bis da gewartet, bis eine vernünftige Version dieses Spiels draußen ist. Aber das kann man ja nicht wissen, von daher, naja, was soll man sagen. Ich hoffe natürlich trotzdem auf eine verbesserte Version. An der Bewegungssteuerung kann man so viel machen. Aber die Joy-Cons sind dafür auch eigentlich echt sehr gut gemacht. Sie sind klein, sie sind handlich, sie haben eine sehr gute Bewegungssteuerung. Ich denke, das Spiel wird insgesamt viel mehr Spaß machen als auf der Wii. Tatsächlich war es aber noch nicht im September, denn es wird die letzte Direct dieses Jahr erscheinen. Diese Direct bezieht sich aber nicht nur auf 2019, sondern wird auch schon ein bisschen in 2020 reingehen. Zum Beispiel wird ein neues WarioWare für 2020 angekündigt und ein neues Mario und Luigi. Dazu wird mehr über Luigi's Mansion im Oktober erzählt, was ja schon nächsten Monat erscheint, und ein bisschen mehr über das Super Mario Odyssey DLC. Dazu gibt es noch einen saftigen Trailer für das neue Animal Crossing und ein Release-Date im Dezember, perfekt zum Weihnachtsgeschäft. Dieses Spiel wird auch unglaublich doll beworben und es wird überall auf der Welt gekauft und an die Kinder zu Weihnachten verschenkt, weil wer will kein Animal Crossing? Dieses Spiel verkauft sich wie warme Semmeln. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall echt. Es wird sich verkaufen, weil es ist Animal Crossing. Ich liebe Animal Crossing, ihr liebt Animal Crossing. Wer liebt nicht Animal Crossing? Der letzte Knaller der Direct wird aber sein, dass Banjo aus Banjo-Kazooie direkt nach der Präsentation in Super Smash Bros. Ultimate spielbar sein wird. Im Oktober releasen also nun die zwei Knaller Luigi's Mansion 3 und das zweite Super Mario Odyssey DLC, und ich werde mir beides kaufen und beides spielen und es wird beides super werden. November wird geziert durch ein neues Pokémon. Wie immer, ich weiß nicht wieso, aber in den letzten Jahren ist es immer im November erschienen, das neue Pokémon. Und ich denke, dieser Trend wird sich hier fortsetzen. Es macht einfach am meisten Sinn, das Weihnachtsgeschäft auszunutzen für eine so große IP. So, das ist, was halt Pokémon einfach ist. So, deshalb, ich finde, es macht einfach Sinn. Und wir werden ein neues, großes Pokémon-Spiel sehen, der Hauptreihe. Und auch dieses Spiel wird sich verkaufen. Ihr seht, also 2019 wird, glaube ich, wirklich ein großes Jahr. Ich habe Angst, dass ich ein bisschen hochstaple, aber ich habe es so im Blut. So die Ankündigungen, die jetzt schon draußen sind, versprechen es auch einfach. Also von daher, warum nicht? Ich denke, im Jahre 2019 kann man ein bisschen was erwarten. Abschließend wird Nintendo im Dezember mit Animal Crossing. Ich erwarte viele neue Features, ich erwarte auf jeden Fall eine größere Insel. Ich hoffe auf Online-Play, dass man quasi online im Multiplayer mit anderen sich wirklich eine Stadt teilen kann und das wirklich wie ein Server offen ist, den Leute beitreten können und da sein eigenes Haus führen können und das nicht so halbherzig gemacht wird, wie zum Beispiel in New Leaf, dass man da nicht wohnen kann, sondern halt immer nur hinreisen kann. So, das würde ich einfach wirklich, wirklich feiern. Ich meine, bei Nintendo muss man online, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist wirklich viel möglich in Animal Crossing. Diese Spielereihe ist schon so riesig, ist so vielfältig, aber so eine Art von Spiel lässt halt auch einfach wirklich, wirklich viel zu, was man machen kann. Das ist einfach so entspannt. Deshalb denke ich auf jeden Fall, dass ein neues Animal Crossing, vor allem für die Switch, wirklich Bombe wird. Aber eine Überraschung hat Nintendo noch
Eine einzige. Und die wird wahrscheinlich bei den Game Awards im Dezember veröffentlicht werden. Und zwar, dass wir Waluigi als Kämpfer in Super Smash Bros. Sehen. Vielleicht denkt ihr euch so, nö, das geht doch gar nicht, das ist doch eine Helfertrophäe. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist fucking Nintendo. Die tun doch was sie wollen. Warum nicht? Ich denke, alle rasten aus dann, oder nicht? Das muss Nintendo doch merken, dass wenn das passiert, dass das Internet brennt. So, das Internet wird einfach brennen und das wird so viel PR, so mehr geht gar nicht. Also, for real. Wenn das nicht passiert, dann wäre das echt traurig und dann würde ich sagen, Nintendo, ihr seid doch dämlich. Warum macht ihr denn sowas nicht? So, was habt ihr gegen eure eigenen Fans? Aber der Hype wird einfach unglaublich. So, ich weiß nicht, die Verkaufszahlen steigen wahrscheinlich wieder auf 1 Million pro Woche oder so. So, das kann ich mir halt wirklich vorstellen, weil es ist Waluigi, die Memes, das Internet, es macht einfach alles Sinn. Ja, und das ist wohl das Jahr 2019 für Nintendo. So, ihr habt vielleicht gemerkt, das Spiel Bayonetta 3 ist nicht in diesem Jahr vorhanden. Ich denke, dass dieses Spiel noch 2020 erscheinen wird. Genauso wie, leider, ein neues Pikmin, was ich mir natürlich selbst wünsche. Aber ich glaube leider auch dieses Jahr nicht dran, dass sowas erscheint. Auch wenn es im Herzen schmerzt, wirklich, glaubt mir, ich will dieses Spiel. Aber es ist Nintendo und auch wenn vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren angekündigt wird, dass das Spiel fast fertig ist, ich glaube auch dieses Jahr nicht dran und es tut mir wirklich leid. Naja, aber wie ihr merkt, das heißt auch nicht, dass wir dieses Jahr nichts zum Zocken haben. Ich denke, es erscheinen sehr, sehr viele gute Spiele, vor allem von Nintendo selber im First-Party-Bereich. Und das ist ja nur der First-Party-Bereich. Ich denke auch, der Third-Party-Bereich wird gut abgedeckt. Und deshalb, also ich glaube, Nintendo wird mit der Switch weiter bergauf gehen. Und ja, ich sehe die Konsole eigentlich bei 50 Millionen mindestens am Ende von 2020. Was ich noch dazu sagen könnte, ich denke nicht, dass eine neue Hardware-Revision erscheint dieses Jahr. Wenn, dann nächstes Jahr und dann auch erst zu Weihnachten. Aber dafür ist es einfach noch zu früh. Ich meine, so, die Switch ist ja jetzt noch nicht so lange draußen und deshalb denke ich nicht, dass das nötig ist. Vor allem, weil ja die PS5 und die neue Xbox auch noch nicht draußen sind. Dann ist es knapp, so wenn das passiert. Und dann dünnes Eis, so. Aber ich glaube, jetzt gerade ist sowas einfach noch nicht nötig. Und die Technik dafür ist vielleicht auch gar nicht ausgereift und günstig genug, um das wirklich rentabel zu machen. Sowohl für Konsumenten als auch für Nintendo selber. Ganz zum Schluss will ich nochmal sagen, das Ganze hier ist übrigens eine Liste, die nicht auf meinen Wünschen basiert, sondern auf dem, was ich für realistisch halte, dass passiert. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Wie gesagt, Pikmin ist nicht dabei. Aber naja, also ich glaube trotzdem, dass Nintendo dieses Jahr gut abliefern wird. Und ich meine, Nintendo zu predikten ist immer was relativ Gewagtes, weil diese Firma, wie schon oft erwähnt, macht, was sie will. So, man hat ein Schemata erkannt, denkt man, aber im Endeffekt ist es einfach nur heiße Luft, weil so 3 Jahre kann Nintendo irgendwas machen und im nächsten Jahr machen sie dann was ganz anderes. So, es ist einfach sinnlos. Das hier ist Unterhaltung. Es ist wirklich nichts, dass man jetzt sagen muss, okay, geil, im August freue ich mich auf Yokai Watch 2. Oder geil, im September kommt Animal Crossing. So, das ist was ich denke. Das ist das, was ich denke, was passiert. Es ist auf keinen Fall akkurat und sollte von keinem für bare Münze genommen werden. Worauf ich mich aber freue, ist auf Anfang 2020, wo ich dann gucken kann, was davon alles stimmt und was nicht. Also freut euch darauf. Und danke sehr fürs Zusehen bei diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und unterstützt mich und meinen tollen Content, den ich mache. Okay, alles klar. Deshalb sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zusehen. Danke Miyamoto für den Gastauftritt und ciao mit